Willkommen zum Vortrag Integration geothermischer Energiequellen in städtische Wärmenetze. Eine gekoppelte Simulation mit PannaPipes und vFlow. Diese Arbeiten sind zusammen mit meinen Kollegen entstanden. Patrick Hein, der die Netzsimulation in PannaPipes durchgeführt hat, Nora Kolzer und Jan Niederau, die für die Erdsondensimulation verantwortlich sind, und Daniel Thehn, der uns einen schönen Anwendungsfall gestiftet hat. Der Vortrag wurde gehalten auf dem Geothermie-Kongress 2024 in Potsdam. Geothermie ist ein fester Bestandteil der zukünftigen nachhaltigen Wärmeversorgung. Die Akzeptanz von vor allem tiefen Geothermie-Komponenten ist allerdings aufgrund hoher Kosten und teilweise riskanter und nicht klarer Ausbeute noch sehr verhalten. Konkrete Simulationen können helfen, hier Kosten und Nutzen besser zu verstehen. Bisher werden oberirdische Simulationen von Wärmenetzen, zum Beispiel mit PannaPipes, und tiefengeothermische Modellierung noch getrennt unternommen. Doch die Kombination ist wichtig für die Gesamtbewertung von technischen Möglichkeiten und entstehenden Kosten. Dazu haben wir eine Wärmenetzsimulation mit PannaPipes und eine Erdwärmesondensimulation mit vFlow durchgeführt und die Ergebnisse für ein Beispielnetzgebiet in Bamberg für ein Jahr berechnet. Schauen wir uns zunächst einmal eine Straßenkreuzung an. Man vermutet gar nicht, was da so alles unter der Erde vorhanden ist. PannaPipes wurde entwickelt, um integrierte Energienetze zu planen. In einer Stadt sind häufig mehrere Infrastrukturen nebeneinander verlegt. Durch Kopplungssysteme wie Wärmepumpen und Elektrolyseure wachsen diese Infrastrukturen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch technisch zusammen. Eine Software, die in der Lage ist, auch gekoppelte Netze zu berechnen und den Einfluss von Power-to-X-Anlagen und ihre Betriebsführungen auf beide Netzarten auszuwerten, ist PannaPipes. Konkret ist PannaPipes entwickelt worden, um eine integrierte Netzsimulation durchzuführen, das heißt eine gemeinsame Simulation von Strom, Wärme und auch Gasnetzen. Was man hier in der Abbildung sieht. In der Mitte haben wir die Netzmodelle aller drei Netze. Auf der linken Seite dann Controller, die in der Lage sind, für jedes Netz verschiedene Komponenten einzubinden. Und auf der rechten Seite sehen wir dann den Multi-Energie-Controller, der hilft, Wärmepumpen und andere Kopplungssysteme in die Netzsimulation zwischen den Netzen einzubinden. PannaPipes ist eine noch quasi stationäre Anwendung, obwohl wir gerade an der Dynamisierung zumindest der Temperatur arbeiten. Sie kann Druck, Fließgeschwindigkeit und Temperatur für Wasser, Wasserstoff, Erdgas und Wärmenetze berechnen. Wir können mithilfe von der angekoppelten PannaPower-Software gängige Spannung und Auslastung von Stromnetzen ausrechnen. Konverter existieren auch zu den gängigen Planungswerkzeugen wie StarNet und PowerFactory. Eine lizenzierte Version kann man auch haben, wenn man möchte, und sind erhältlich durch eine Firma namens RetroFlow. Das Ganze ist auch noch leicht anpassbar, weil wir in einer Python-Entwicklungsumgebung sind, sodass man individuelle Anforderungen und Fragestellungen bearbeiten kann. Und außerdem kann man mit PannaPipes auch noch die Einbindung von Elektrolyseuren und Wärmepumpen in beide Netzarten simulieren oder einen Test von Betriebsführungen von PTX-Anlagen einschließlich Auswirkungen auf alle Netzarten testen. Hier sehen wir noch einmal, wie PannaPipes intern dabei vorgeht. Man definiert sozusagen ein Fluid, was Erdgas, Wasser oder ein anderes Fluid sein kann. Und mit PannaPipes kann man dann die unterschiedlichen Netzkomponenten eines Rohrnetzes definieren und so ein technisch lösbares Rohrnetz zusammenbauen. Das kann dann Rohrleitungen, aber auch Quellen und Senken, also Abnehmer, beinhalten oder auch Ventile, Druckregler oder Pumpen. Als Ergebnis erhält man dann zum Beispiel Drücke und Temperaturen je Rohr und Knoten des Netzes, außerdem Fließgeschwindigkeiten. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut euch auch gerne meine PannaPipes Tutorials und Videos auf YouTube an. Man kann PannaPipes nun in mehreren Varianten nutzen. Zunächst mal als Python-Modul. Hier könnt ihr mit pip install das Modul in eure PannaPipes-Umgebung integrieren.
neue Elemente dazu implementieren oder auch gern, wenn ihr was Cooles entwickelt habt, diese pushen, sodass ihr auch zur Open Source Software PandaPipes beitragen könnt. Was es nicht in der Open Source PandaPipes Version gibt, was man aber recht einfach dazu entwickeln kann, ist eine Nutzeroberfläche. Dadurch wird PandaPipes ein Teil einer Software. Man kann sich auch auf eine ganz konkrete Netzplanungsaufgabe konzentrieren und alles in einer schönen, handhabbaren grafischen Nutzeroberfläche abbilden, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. In dem Video seht ihr, wie man jetzt einzelne Häuser anklickt. Die kann man sich dann beliebig aus den hier dargestellten Häusern aussuchen. Noch mehr Häuser, hier noch eine Reihe. Und dann kann man eine Berechnung machen. Und dann werden die Ergebnisse hier angezeigt. Dann kann man sich noch mehr ausgeben lassen. Zum Beispiel die hydraulischen Ergebnisse der einzelnen Rohre und die Durchmesser, die hier verlegt wurden für PandaPipes in dieser Region. Doch da habt ihr sicherlich auch viele Ideen, wie man so etwas umsetzen kann. Für die Berechnung der Wärmeenergie einer Wärmesonde muss man sich nun zunächst die geologischen Voraussetzungen klar machen. Wir wollen in der Region Bamberg simulieren. Hier haben wir im Norden Bayerns Standseinkäuper im Fränkischen Becken. Es gibt dort Potenziale für geothermische Reservoirs in den ersten 1 bis 1,5 Kilometern. Dann kommt das Grundgebirge. Hier seht ihr, wo wir die Erdwärmesonde in Bamberg simulieren. Die Simulation oberirdisch haben wir mit PandaPipes durchgeführt und die Simulation unterirdisch machen wir nur mit FeeFlow. Hier wird die Erdwärmesonde detailliert modelliert. Es wird angenommen, dass ein Arbeitsfluid nach unten gepumpt wird, dabei Wärme aufnimmt und durch eine vakuumisolierte Röhre zurück an die Oberfläche gelangt. Dazu muss das umgebende Erdreich natürlich ebenfalls mit seinen Temperaturen abgebildet werden, so wie das die Kollegen hier gemacht haben. Für mehr Informationen schaut euch auch das Paper an, was hier zitiert wurde. Wir modellieren die geologische Einheit als vertikalen Schichten, vereinfacht mit einer finiten Elemente-Methode. Hier modellieren wir ganz konkret eine 3 Kilometer tiefe Erdsonde, sodass Temperaturen um die 80 bis 90 Grad entstehen, die in ein Fernwärmenetz eingespeist werden können. Die Modellgeometrie ist einmal 1 mal 4 Kilometer. Es werden etwa 45.000 Mesh-Elemente in 3D modelliert. Eine Fließrate von 5 Liter pro Sekunde wird angenommen. Die Wärmeausspeicherung machen wir von Oktober bis April. Dann wird die thermische Leistung berechnet nach 5 Jahren für 365 Tage. Nun bringen wir beide Simulationen zusammen. Die Erdwärmesondenergebnisse werden dabei an PandaPipes übergeben und PandaPipes nimmt die Wärmeenergie über einen Wärmetauscher als Quelle mit in ein Wärmenetzmodell auf. Es wird eine Jahressimulation durchgeführt mit einer Auflösung von einem Tag. Wir untersuchen dann die Wärmeversorgung aller Verbraucher in unserem ausgewählten Netzgebiet. Für die Simulation in PandaPipes wird dazu zunächst der Ist-Zustand des Netzes abgebildet. Der besteht aus 98 Mehrfamilienhäusern, einem aktuellen Heizwerk mit einem BHKW und 2 Gaskesseln, einem Nenndruck von 16,6 bar und einer Gesamtlänge von 2617 Metern. Nun wird das Ganze durch ein neues Heizwerk erweitert. Neben den geplanten Hackschnitzelkesseln und 2 Luft-Wasser-Großwärmepumpen bauen wir in unserem Anwendungsfall auch eine tiefengeothermische Komponente in das Heizwerk ein. Nun zum Aufbau des Netzes. Im heutigen Ist-Zustand wurden Kunststoff-Mantelrohre verwendet mit den Innendurchmessern von 32 bis 150 mm.
Wenn wir mit einem Druckverlust von etwa 200 Pascal pro Meter arbeiten wollen, müsste man in dem zukünftigen Netz, mit den Annahmen, die wir eben auf der anderen Folie genannt haben, laut PandaPipes einen Innendurchmesser einiger Rohre anpassen, und zwar Rohre, die schon im Boden liegen. Aber das sind hier schon Ergebnisse aus der Simulation, deswegen kommen wir erstmal wieder zurück zu den einfließenden Annahmen. Jetzt geht es um die Annahmen für die Energieprofile. Neben dem Netz brauchen wir ja auch noch eine Modellierung und für die Energieprofile vor allem die Verbraucher in unserem Netz. Die Gebäude bekommen alle Profile nach VDI 4655. Das ist jetzt gerade nicht super realistisch, aber immerhin hat man eine gute zeitliche Auflösung. Für die gesamten Haushalte in unserem Netzabschnitt besteht dann ein Gesamtenergiebedarf von etwa 9,582 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Einem Heizwärmebedarf davon von 9,1 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, also dem Hauptanteil, und einem kleineren Trinkwasseranteil von etwa 400.000 Kilowattstunden pro Jahr. Aus der geothermischen Potentialberechnung bekommen wir ein Energiepotenzial von etwa 2,1 Millionen Kilowattstunden pro Jahr in der aktiven Heizperiode vom 1. Oktober bis 30. April. Diese Heizperiode kann man in einer Simulation oder in der Realität aber dann auch noch etwas anpassen. Aber wir haben jetzt erstmal diese Daten genommen. Man sieht, wenn man noch die Einspeicherung der Geothermie mit berechnet, eine Einspeicherung von 972.000 Kilowattstunden pro Jahr, was im Verhältnis nur einen etwas geringeren Teil ausmacht und das Energiepotenzial insgesamt von 2,1 auf 2,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erhöht. Der Effekt wird hier auch nochmal deutlich, wenn wir uns den Vergleich der Massenflüsse über das Jahr ansehen. Links ohne saisonale Speicherung und rechts mit saisonaler Speicherung. Es gibt lediglich einen kleinen Anstieg beim Start der Heizperiode, wenn wir die Speicherung als Effekt mit hinzunehmen. Der Effekt verpufft aber ganz schnell wieder und pendelt sich auf dem Level ein, das man auch links in der Abbildung bei etwa 300 Tagen erkennen kann. Hier seht ihr die Ergebnisse der Simulation mit PandaPipes. Für Druck, die beiden Abbildungen links, und Temperatur, die beiden Abbildungen rechts. Das ist der Winterfall. Da seht ihr, oder wenn ihr ganz genau hinguckt, dass alles okay ist und auch der letzte Verbraucher noch genug Wärme bekommt. Hier seht ihr die Simulation für den Sommerfall. Im Sommer kühlt das Netz leider sehr schnell ab, da es weniger Wärmebedarf gibt, sodass man nicht auch alle Verbraucher mit Wärme versorgen kann. Das stellt natürlich ein Problem dar. Was ist die Lösung? Naja, man kann den Massefluss erhöhen und eine künstliche Abnahme am Ende des Netzes erzeugen. Diesen Aspekt untersuchen wir gerade noch weiter und bereiten dazu gerade eine wissenschaftliche Publikation vor. Wenn ihr dazu also mehr wissen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Zusammenfassend bleibt also Folgendes festzuhalten. Wir haben die Übergabe von Ergebnissen aus Feflow an PandaPipes zu einer gemeinsamen Simulation erfolgreich durchgeführt. Die Erdwärmesonde bietet ein überraschend hohes Potenzial zur Unterstützung von Wärmenetzen. Die Erdwärmesonde als Speicher scheint keinen großen weiteren Mehrwert zu bieten. Eine direkt gekoppelte Simulation beider Softwares, wo man in jedem Zeitschritt Daten austauscht, steht noch aus. Und eine gemeinsame Betrachtung von Kosten der Geothermie und Netzkomponenten kann in Zukunft noch ermittelt werden. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und vielleicht interessiert euch ja dieser kurze Überblick über das Thema. Dann meldet euch bei uns. Hier sind noch ein paar bunte Logos und Infos. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare, Fragen und Likes. Bis zum nächsten Mal.